Was qualifiziert eine Pflanze zum Unkraut? Unkraut nennt man eine Pflanze, die am falschen Ort wächst, nämlich im Garten, im Rasen oder zwischen Pflasterfugen statt im Wald, auf dem Acker oder auf der Wiese. Die Pflanze ist dort, wo sie wächst, einfach unerwünscht. Dabei ist nicht entscheidend, ob sie hübsch oder hässlich ist, essbar oder sonst wie verwertbar ist. Die Pflanze ist einfach unästhetisch an diesem Platz und sie stört. Manche Unkräuter sind dabei sehr leicht zu entfernen und bei manchen Unkräutern kommt man schon ins Schwitzen und würde am liebsten statt mit Hacke und Spaten das Unkraut mit einem Bulldozer ausrotten. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um die 10 nervigsten Unkräuter. Hier also die Top 10. Platz 1. Die Nelkenwurz. Die Pflanze mit dem herb-bitteren Aroma, deren Blätter und Wurzeln essbar sind und mit denen wegen des Gewürznelkenaromas zum Beispiel Wein und Likör aromatisiert wird. Hier wächst sie völlig ungestört vor sich hin, ohne in Wein und Likör zu landen. Dort, wo sie stört, ist sie wegen der nur oberflächlichen Wurzel aber problemlos zu entfernen. Platz 2. Das behaarte Schaumkraut. Das behaarte Schaumkraut oder auch das ähnliche Hirtentäschel lässt sich sehr leicht aus dem Garten entfernen, denn es wurzelt nur locker oberflächlich in der Erde. Allerdings muss man hinterher sein. Es wächst schnell und bildet flott sehr viele Samen, die es explosionsartig bei leichtester Berührung oder Wind in alle Himmelsrichtungen verschießt. So schafft es mehrere Schaumkrautgenerationen im Jahr. Es ist allerdings essbar und schmeckt sehr lecker, ähnlich wie Rucola oder Kresse. Und genau so kann man es auch verwenden, als Brotbelag im Salat oder Kräuterquark. Platz 3. Der Löwenzahn. Was wäre der Frühling ohne die gelben Blüten des Löwenzahns? Und wie toll sieht eine Wiese voller Pusteblumen aus. Doch im Garten und im Rasen stört er meist, der Löwenzahn. Wer ihn entfernen will, muss tief stechen, denn seine Pfahlwurzel kann bis zu 1 Meter lang sein. Bricht sie ab, kann er daraus wieder austreiben. Wer ihn dort, wo er im Garten nicht stört, stehen lässt, hat im zeitigen Frühjahr einen leckeren Salat und die Bienen freuen sich später über die Blüten. Platz 4. Die Brennnessel. Die Brennnessel ist eine Powerpflanze, was ihre Nährstoffe angeht, und Power hat sie auch, wenn man sie berührt. Trotzdem lässt sich der Wurzelstock und das gelbliche Wurzelgeflecht leicht weghacken oder mit der Grabegabel entfernen. Nur das Finden aller Wurzelreste ist etwas mühselig, denn die treiben auch wieder aus. Hat man alle Wurzelreste erwischt, war's das mit der Brennnessel. Schade eigentlich. Denn Schmetterlinge lieben sie, denn auf ihr kann man als Schmetterling prima Eier ablegen. Sie ist außerdem ein Stickstoffanzeiger, denn dort, wo sie wächst, ist meist ein Komposthaufen oder ein gut gedüngter Acker nicht weit. Platz 5. Die Disteln. Eine ganze Menge Arten und Gattungen umfasst diese Art, aber es gibt auch Ziersorten für die Staudenrabatte. Die Distel ist ein Tiefwurzler, die Pfahlwurzel kann auch ganz schön lang werden und deshalb ist das Entfernen bereits älterer Exemplare oft mühsam und auch eine stachelige Angelegenheit. Bricht die lange Wurzel beim Ausstechen ab, treibt auch die Distel einfach wieder neu aus, gerne auch aus jedem Teilstück. Jung sind Disteln aber recht problemlos zu entfernen. Platz 6. Der Hahnenfuß. Der Hahnenfuß, der umgangssprachlich Butterblume genannt wird, ist wie die Brennnessel ein Stickstoffanzeiger und er liebt nährstoffreiche Böden, ist aber im Gegensatz zur Brennnessel giftig. Er liebt Wiesen, Weiden und den heimischen Rasen mitsamt Garten. Entfernen kann man ihn im Garten ganz leicht, denn er lässt sich einfach aushacken. Im Rasen dagegen wird das zur mühseligen Fummelei. Platz 7. Der Klee. Von ihm gibt es ungefähr 245 Arten und vierblättrig ist er ein Glücksbringer.
Aber im Nutzgarten, im Rasen oder zwischen Fugen gilt der Klee als Unkraut. Manche Kleesorten wachsen teppichartig und lassen sich so im Nutzgarten dank der flachen Wurzeln leicht weghacken. Weißklee dagegen bildet eine Pfahlwurzel, was die Entfernung vor allem im Rasen erschwert. Klee bindet Stickstoff aus der Luft und wird so auch als Dünger für den Boden genutzt. Platz 8. Der Giersch. Der Giersch, das Unkraut schlechthin. Mit Ausrupfen kommt man ihm nicht bei. Denn jedes verbleibende Rhizomstückchen im Boden treibt wieder aus und sein Ausbreitungsdrang ist groß. Man könnte ihn aber mit Aufessen ausmerzen, denn der Giersch ist essbar, im Salat, als Spinat oder als Pesto. Man kann ihn aber auch gewissermaßen mit dem Belzebub austreiben, indem man einfach Pflanzen zu ihm setzt, die noch stärker als er wuchern und ihm so das Licht und den Platz wegnehmen. Zum Beispiel Storchenschnabel und andere Stauden. Unten ist ein Link dazu mit passenden Pflanzen. Platz 9. Die Brombeeren. Wer jemals einen wilden Garten mit Brombeergestrüpp übernommen hat, weiß, wie mühsam es ist, das undurchdringliche Gestrüpp, das sicher für die Dornröschenhecke Pate stand, zu entfernen. Jede der langen Brombeerranken, die den Boden berührt, bildet nämlich Wurzeln aus der wieder neue Ranken sprießen. Bei kommt man dem stacheligen Brombeergestrüpp am besten mit einer Motorsense, um erstmal alle oberirdischen Triebe der wilden Brombeere zu entfernen. Danach wird es unterirdisch. Jedes einzelne größere Triebstück, jedes bereits verholzte Wurzelstück muss ausgegraben werden, denn das alles treibt sonst wieder aus. Ist diese Grobarbeit geschafft, reicht es aus, die Fläche entweder regelmäßig zu mähen oder frische Triebe immer wieder auszurupfen, bis irgendwann nichts mehr nachwächst. Und Platz 10, die Zaunwinde. Die Kletterpflanze kann bis zu 3 Meter hoch werden und sie wächst an allem hoch, was sie findet. Egal ob Sonnenblume, Zaun oder Geländer, sie spinnt alles ein mit ihren dünnen und doch stabilen langen Trieben. Und in der Not kriecht sie auch am Boden entlang und hüllt diesen dann mit ihren Blättern ein. Hat sie eine Pflanze erstmal eingesponnen, ist es sehr mühsam, die dünnen Triebe von der Pflanze zu lösen, ohne dass die Pflanze dabei verletzt wird. Gleiches gilt für die Wurzeln beim Versuch, sie zu entfernen. Jedes kleine Stückchen Restwurzel treibt wieder aus. Es hilft nur, die Zaunwinde regelmäßig auszurupfen, sobald frische junge Triebe aus der Erde kommen, oder die entsprechende Stelle eine Gartensaison lang mit einer Plane abzudecken, so dass die Pflanze kein Licht mehr bekommt. Dabei ist die Zaunwinde eine hübsche Pflanze und ihre Blüten und der Nektar sind begehrt bei Insekten. Selbst nachts wird sie von Schwärmern angeflogen, denn ihre Blüten sind auch dann noch geöffnet. Das war's zu den Top 10 der lästigsten Unkräuter, zumindest was den hiesigen Lehmbodengarten betrifft. Mittlerweile gibt es für diese unerwünschten Pflanzen auch viel bessere Namen, finde ich, nämlich Wildkräuter, was sie ja auch sind, oder Beikräuter. Trotzdem, den Namen Unkraut werden sie wohl so schnell nicht los. Natürlich gibt es in anderen Gärten auch noch ganz andere Wildkräuter, nämlich die auf sandige oder saure Böden spezialisierte. Wie ist eure Top 10? Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Gebi Garten. Tschüss!